Wir haben jetzt die zweite Nacht auf dieser sehr romantischen Betonmole verbracht. Ist das nicht niedlich? Diese steilen und glatten Steine wieder runterzukommen, ist auch ein Abenteuer für sich. Die Aussicht von da oben ist natürlich genial, wenn man da an dieser Steilkante steht. Willkommen zum neuen Video. Wir sind weiter auf dem Weg in den Süden des Peloponnes und machen gerade Rast an einem wunderschönen lauschigen Plätzchen im Wald. Von Methana aus, wo wir ja im letzten Video noch waren, sind wir jetzt wieder zurück auf den Hauptteil des Peloponnes, haben zwischendurch einen kleinen Zwischenstopp gemacht in Epidaurus, um uns da dieses wirklich super beeindruckende antike Theater anzuschauen. Also das ist wirklich ein Tipp von uns, auch wenn das eine Touristenattraktion ersten Ranges ist und dementsprechend voll sein kann. Wir waren abends da war es schon nicht mehr voll, außerdem hat es wieder geregnet und das ist wirklich ganz beeindruckend. Ein paar Aufnahmen haben wir auch mitgebracht, die blenden wir jetzt gleich nach der Einleitung mal ein, dass er ein bisschen einen Eindruck davon bekommt. Ja, Stichwort Wetter, wir sind danach nach Nafplio gefahren, weil wir wieder noch so ein paar Besorgungen zu machen hatten, unter anderem Motoröl für unsere Diva von Baloo, der dauernd neues Öl braucht. Und es hat gestern den ganzen Tag durchgeregnet, erst abends wurde es mal trocken. Jetzt ist eigentlich für diese Woche eigentlich besseres Wetter angesagt, aber jetzt rudert der Wetterbericht schon wieder zurück und es ist, ihr seht, es wird schon wieder wolkig, es hat eben auch schon wieder geregnet. Also wir lavieren uns hier so durch die Launen des Wetters. Und ja, wir hatten uns überlegt, heute entweder nach Mystra oder nach Monemvasia zu fahren. Und machen das vom Wetter abhängig. Und im Moment sieht es so aus, als wäre es in Monemvasia doch etwas trockener als in Mystra. Also geht es erstmal nach Monemvasia. So ist der Plan, ne? Mal gucken, ob das Wetter auch mitspielt. Durch dieses Tor hinter uns gelangten die Zuschauer ins Theater. Und da gehen wir jetzt auch mal lang, ne? Die unteren Plätze waren für die Ehrengäste reserviert und die hatten natürlich Rückenlehnen und auch Armlehnen. Herzlich willkommen im Theater von Epidaurus. Wir befinden uns hier im größten erhaltenen antiken Theater von Griechenland, was noch heute eine hervorragende Akustik hat, was Sie jetzt hoffentlich hören können, denn ich habe kein Ansteckmikro an. Das wird alles alleine vom Mikro von der Kamera da oben irgendwo auf der 15. Reihe oder so aufgenommen. Der von Epidaurus ist aus dem Jahre 400 vor Christi und fast 12.000 bis 14.000 Personen. Das ist unglaublich. Nur mit dem Wetter haben wir leider jetzt nicht den Joker gezogen. Es ist grau und kaum waren wir hier drin, fing es tatsächlich an zu tröpfeln, dass wir jetzt hier mit Regenjacken rumlaufen. Aber wir haben hier, das Epidaurus-Theater ist ja eine auch der größten Sehenswürdigkeiten hier auf dem Peloponnes. Und das ist natürlich auch entsprechend gut besucht. Heute ist auch Sonntag. Und wir haben uns überlegt, wir fahren halt erst abends hin, es hat bis abends um 8 geöffnet. Wir haben jetzt einmal 6:15. Und es sind noch ein paar Leute da, aber ich denke, mittags oder nachmittags sieht das hier ganz anders aus. Markus hat eine geschlagene Minute gebraucht, um die Treppen hier vom obersten Rang bis unten zu laufen. Hier sind die Überreste des Katagogions. Hier Epidaurus war ja das Zentrum, wo dem Asklepios gehuldigt wurde, dem Gott der Heilkunde. Und hier kamen eben Kranke hin, um sich behandeln und heilen zu lassen. Und das Katagogion war sozusagen das riesige Hostel, wo die dann unterkommen konnten. Viel sieht man davon jetzt nicht mehr. Und wir haben auch gelesen, dass das restliche Ausgrabungsgelände, dass man hauptsächlich irgendwie nur noch so ein paar Ruinen und Steine sieht. Es ist jetzt auch schon relativ spät, wir haben schon 7 Uhr. Ich denke, das Highlight hier von Epidaurus ist das Theater. Und das haben wir uns ausführlich angeguckt und deswegen machen wir an der Stelle hier Schluss.
packen ein und gehen zurück zu Baloo. Wir sind angekommen in Monemvasia und wie ihr seht, die Sonne scheint tatsächlich. Es ist so warm, dass wir es wagen, mit kurzen Sachen loszuziehen. Wir haben einen Platz hinten an der Pier vom Hafen gefunden und laufen jetzt in den Ort rein. Und hier hinter mir seht ihr diesen riesigen Felsen, wo dieses Städtchen und die Festung von Monemvasia drauf ist, was eben sehr pittoresk sein soll, lange ziemlich in Ruinen lag und ich glaube, es ist jetzt hauptsächlich für die Touristen wieder aufgebaut. Da haben lange jetzt nicht mehr wirklich Leute gewohnt. Der eigentliche moderne Ort ist jetzt heute auf dieser Seite vom Meer. Und natürlich mussten wir erst noch ins erste Café einfallen, um uns einen Kaffee und ein klitzekleines Stück Kuchen zu genehmigen, was dann gar nicht klitzeklein ausfiel, sondern sehr, sehr mächtig war, aber wirklich so lecker. Das war auch der teuerste Kuchen, den wir bisher in Griechenland gegessen haben. Aber jetzt geht's los. Wir gehen jetzt darüber. Sleeping like a child, you're so luminous and vibrant. I'm always in bloom for you. Always in bloom, always in bloom for Closed due to restoration. Wir sind hier in der Lower Town von Monemvasia und man hat ja gesehen, nachdem wir durch dieses mittelalterliche Burgtor geschritten sind, landete man auf dieser Hauptgasse, die sehr, sehr touristisch war, mit Souvenirläden und Restaurants und Eiscafés und allem, was das Herz begehrt oder auch nicht. Und wie immer in so touristischen Orten ist es aber so, wenn man sich etwas abseits dieser Hauptpfade bewegt, dann steht man auf einmal ganz alleine in so einem wunderbaren Hof hier. Und wir sind jetzt einfach ein bisschen hier durch diese Gassen und Treppen geschlendert und haben uns das angeguckt und einfach so ein bisschen die Atmosphäre auf uns wirken lassen. Ja, das war richtig schön hier in Monemvasia. Wir hatten ja nur den späten Nachmittag zur Verfügung und deswegen haben wir uns jetzt nur diese Lower Town angeguckt. Es gibt aber noch die Upper Town ganz oben auf dem Felsen und so Festungsanlagen. Und das wollen wir uns natürlich auch noch anschauen. Das werden wir dann morgen machen. Für jetzt hatten wir jedenfalls viel Spaß daran, durch diese labyrinthartigen Gässchen da zu spazieren, immer wieder was Neues zu entdecken. Und wie gesagt, sobald man abseits von dieser Hauptsouvenir- und Restaurantgasse ist, ist das auch alles ganz still und friedlich und man kann in aller Ruhe was entdecken. War sehr schön. Guten Morgen aus Monemvasia. Wir haben die Nacht hier auf der Mole vom Yachthafen verbracht. Da hinten seht ihr Baloo. Das ist zwar kein offizieller Stellplatz, aber das Stehen wird hier geduldet. Hier standen gestern auch in 2 Reihen die Wohnmobile. Wir haben den allerletzten Platz bekommen, als wir nachmittags ankamen.
Jetzt sind die meisten schon wieder weg. Wir sind wie immer nicht die schnellsten und die frühesten. Aber es geht jetzt auf jeden Fall weiter. Wir wollen heute noch den Rest von Monembasia erkunden. Jetzt sind wir hier in der Oberstadt von Monembasia. Der Ort war ja in mehrere Stockwerke sozusagen unterteilt. Und hier war der Teil, der zuletzt verteidigt werden konnte, also nochmal einen zusätzlichen Festungscharakter hatte. Die Stadt ist im Mittelalter richtig reich gewesen, weil die hier so eine strategische Lage hatte. Die lag hier am Seeweg zwischen Italien und Konstantinopel und beide Mächte hatten halt Interesse daran, sich die Leute hier gewogen zu halten und deswegen wurden die hier mit Privilegien ausgestattet und konnten hier richtig gut Geld verdienen. Später wechselten dann mal die Besitzverhältnisse, wie das so war. Dann war mal Byzanz dran, dann die Türken, dann die Venezianer, immer in fröhlichem Reigen. Und deswegen haben auch alle hier ihre Spuren hinterlassen. So wurden zum Beispiel die ehemals byzantinischen Kirchen von den Türken in Moscheen umgewandelt und als die Türken weg waren, wieder in venezianische Kirchen. Und so findet man eben von jedem hier seine Spuren. Wow, schaut euch das an! Das ist die Kirche Hagia Sophia. Die wurde zwischen 11. und 13. Jahrhundert erbaut. Es war auch noch ein Kloster dran, das liegt heute in Ruinen. Außergewöhnlich ist, dass das eine 8-Stützenkirche ist, was wir uns jetzt von innen leider nicht anschauen können, weil sie jetzt geschlossen hat. Sie hat nur freitags bis montags geöffnet und ja, da sind wir jetzt leider am falschen Wochentag hier. Wir stehen hier an der Steilküste. Schaut euch diesen fantastischen Ausblick an. Über den ganzen Hügel erstrecken sich jetzt hier die Reste der Festungsanlage und der Oberstadt. Sind jetzt alles, wie man sieht, Ruinen und Mauerreste. Und man könnte jetzt noch da hoch auf die letzten Reste der Festung, aber ich glaube, wir haben beschlossen, dass es jetzt reicht. Es ist auch gut warm und es ist auch ein ziemliches Gestolper hier auf den Pfaden. Und deswegen werden wir jetzt mal umdrehen und mal wieder runtergehen. Ja, über diese steilen und glatten Steine wieder runterzukommen, ist auch ein Abenteuer für sich. Wir eiern hier echt runter und ja, hoffen, dass wir auch heil unten ankommen. Ich bin da besonders vorsichtig, ich habe da ja schon mal schlechte Erfahrungen gemacht. Wir sind jetzt auf dem Abstieg von oben von der schönen Plattform in Monembasia. Uns hat es bisher ziemlich gut gefallen. Also wirklich gut war, dass wir gestern Nachmittag nochmal hier waren. Da war eigentlich, es war schon noch Betrieb, aber das Licht war schön und der Haupttrubel war, glauben wir, weg. Und dann waren wir ja heute Morgen nochmal und das war auch richtig schön. Und oben waren fast, ja außer uns, es waren nur wenig Leute. Ja, wir denken mal, dass die Massen der Besucher sich halt durch das Unterdorf ergießen, wo es halt die Läden und die Cafés und die Restaurants gibt und da ein bisschen durch die Straße stromern. Und der Aufstieg ist ja schon ziemlich anstrengend und auch nicht ohne mit diesen glatten Steinen, über die wir jetzt schon uns mehrfach beschwert haben. Und dass das doch so einige Leute scheuen und deswegen war es da oben völlig in Ordnung von Besuchern her.
Und die Aussicht von da oben ist natürlich genial, wenn man da an dieser Steilkante steht, diese Kirche, die dann direkt an der Steilkante steht und auf dieses blaue Meer schaut und unten da diesen Saum vom Meer sieht. Das ist einfach fantastisch. Ja, also auf jeden Fall eine Empfehlung. Ja. Eine Top-Empfehlung. Und ihr könnt uns ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr nach dem, was ihr jetzt bei uns gesehen habt, denkt, das würdet ihr euch gerne auch anschauen. Vielleicht wart ihr ja auch schon mal hier und könnt da was zu sagen. Ja, ab in die Kommentare damit. Yassas aus Monemvasia. Hallo, guten Morgen. Wir haben jetzt die zweite Nacht auf dieser sehr romantischen Betonmole verbracht. Aber es ist ganz okay hier, es ist relativ ruhig und man kann ungestört stehen. Und jetzt geht's weiter, ne? Ja, wir fahren Richtung Jiraki und wir haben gelesen, dass da auch sehr viele schöne alte Sachen zu sehen gibt. Lasst euch überraschen, was wir euch zeigen können. Ja, im Reiseführer steht was von Mini Mistra. Also Mistra ist ja so eine alte Stadt mit byzantinischen Kirchenresten und sowas alles. Und das soll es in etwas kleinem Umfang in Jiraki auch geben. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Es wird sicher wesentlich weniger voll sein als in Mistra. Und außerdem ist das Wetter hier unten im Süden besser als da oben in den Bergen. Das ist für uns ja immer ziemlich gut, ja. Ein nicht zu unterschätzender Faktor, ne? Mhm. Ja, dann würde ich sagen, geht los, ne? Jo. Jetzt haben wir hier oben unseren Parkplatz eingenommen. Jetzt essen wir erstmal. Wie immer gibt es mittags einen schönen selbstgemachten griechischen Salat mit Tomaten und Gurken und Feta und Oliven. Und jetzt lassen wir uns das erstmal schmecken und dann gehen wir uns gleich da die Ruinen angucken. Falls das hier das Kassenhäuschen ist, dann ist niemand da. Tor ist offen, es steht dran, bis 15:30 Uhr ist es hier geöffnet. Das heißt, wir werden jetzt mal hier erkunden gehen, gucken, ob wir noch jemanden finden, der hier Eintritt von uns haben möchte. Und ansonsten gucken wir halt so. Ist das nicht niedlich? Das ist ja fast wie Puppenhaus. Also ich bin total begeistert von diesem süßen kleinen Kirchlein und überhaupt von dem Ort hier. Das ist einfach so fantastisch, so wow. Wir sind echt froh, dass wir uns das hier angeschaut haben. Also das ist wirklich ganz entzückend hier, diese alten Kirchen. Diese Kirche ist jetzt, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, von dem Schild, was ich vor 10 Minuten gelesen habe, aus dem 13. Jahrhundert. Und es sind halt noch richtig schöne Fresken drin erhalten. Und es ist einfach ein Traum hier.
sehr begeistert hier von dieser Siedlung. Also dieses Jeraki, das ist alte Jeraki, ist eine Stadt in einer Festung, die zwischen 13. und 15. Jahrhundert erbaut wurde. Und es ist wirklich teilweise richtig gut erhalten. Es gab 8 Kirchen auf dem Gelände und ich weiß nicht, wie viele andere Gebäude noch, wo man teilweise noch sehen kann. Da waren unten eben Werkstätten, Lagerräume, Läden, sowas drin. Und im zweiten Stock, die zweiten Stockwerke sind in der Regel jetzt nicht mehr so erhalten, haben dann die Menschen wohl gewohnt. Und also was aber wirklich richtig toll ist, sind diese kleinen Kirchen, wo man reingehen kann und noch diese alten Fresken gucken kann. Und wir sind hier praktisch alleine. Wir haben jetzt noch 2 andere Paare auf unserem Rundgang getroffen und sonst ist hier nichts. Es ist Stille, es ist friedlich und wir können das hier so richtig genießen und entdecken. Und ich denke, den Namen Minimistra trägt das zurecht. Sleepless, be more efficient. Come on, perform better, climb higher, educate away. I am all my degrees, my masters. Hey, look at me, I am somebody. Das hier ist die Hauptkirche des Ortes, St. Georg, die ist hier ganz oben auf der Festung und die größte Kirche auch, wie der Name sagt, dem heiligen Georg gewidmet. Drinnen ist ein Grab, von dem man nicht weiß, wer drin liegt. Und diese Kirche, da wird einmal im Jahr wird hier auch noch Gottesdienst gefeiert. Und zwar, ich glaube, zum Jahrestag des Heiligen. Im April hat sie uns, glaube ich, erzählt. Dann wird hier tatsächlich nochmal Gottesdienst gefeiert und die Leute kommen von unten herauf. Und teilweise kommen sie wohl auf Pferden geritten, weil es die Tradition so möchte. Ja, und jetzt ist die Kirche schon abgeschlossen. Die Dame hat gerade zugemacht, weil das Gelände ist nur bis 3:30 geöffnet. Wir haben jetzt 3 Uhr, wir sind die letzten Besucher. Aber eben, als wir hochkamen, war eben noch offen und sie hat uns auch hier einiges zur Kirche erzählt und war ganz erfreut, dass wir hier hinkamen und uns hier für ihr Reich sozusagen interessiert haben. Was wir jetzt noch brauchen, ist Wasser und das findet man meistens bei der Kirche oder dem Friedhof. Und hier haben wir tatsächlich einen Wasserhahn entdeckt. Und jetzt müssen wir mal gucken, wie wir Balu hier auf der schmalen Straße dahin buxieren, dass wir hier an den Wasserhahn rankommen. So, das haben wir auch erledigt. Jetzt kann es weitergehen in Ort. Die Besichtigung von dieser byzantinischen Ruinenstadt, die hat sich definitiv gelohnt. Jetzt wollen wir noch kurz in dem modernen Ort Wasser tanken und Kaffee tanken für uns. Ja. Ja, wir sind anscheinend wieder auf eine Abkürzung von Google reingefallen. Ne? Ja, Straßen waren teilweise so eng, also fehlte noch so viel, wir hätten nicht mehr durchgepasst. Ja, und zum Glück ist uns keiner entgegengekommen. Und ja, jetzt geht es erstmal wieder. Hoffen wir mal, dass wir bald wieder auf die richtige Hauptstraße stoßen. Also Ja. Es fehlt sich dann auch nicht nur auf Google zu schauen, sondern auch mal auf Straßenschilder zu gucken. Und Ja. wenn die in eine andere Richtung zeigen, als Google meint, dass man fahren soll, vielleicht nochmal drüber nachzudenken. Was Blöde ist, man muss sich ja immer so schnell entscheiden, Ja. ne, wenn man da an der Ecke steht. Und mittlerweile sind die Straßenschilder hier auch nicht mehr unbedingt in lateinischer Schrift, sondern nur auf Griechisch und dann ist es nochmal schwieriger, das zu entziffern und sich zu entscheiden. Die Tradition will es, dass am Wochenende Brötchen gibt. Da wir aber meistens irgendwo hier stehen, wo weit und breit kein Bäcker ist, greifen wir zur Selbsthilfe. Wir haben ja unseren Omnia und backen die Brötchen selber.
das war's mal wieder für diese Woche. Wir freuen uns, dass ihr bis hierhin zugeschaut habt und verabschieden uns. Ja, wir haben hier unser Plätzchen fürs Wochenende gefunden. Wir hoffen, es ist hier schön ruhig. Bis jetzt sind wir hier alleine. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Wir freuen uns, wenn ihr, falls noch nicht geschehen, unseren Kanal abonniert, unsere Videos liked und einen Kommentar da lasst. Ihr unterstützt damit unsere Arbeit und das freut uns natürlich immer sehr, wenn wir auf die Art und Weise dann auch was sozusagen Lohn für unsere Mühen bekommen. Ja, nächste Woche geht es hier weiter. Mal sehen, was wir dann so erleben werden. Wissen wir immer selber noch nicht genau, was wir machen. Ne? Bis nächste Woche. tschüss. Einen selbstgemachten griechischen Salat. Salat. Closed due to restoration. Ich habe gerade eine Blockade.